Nicole. Und ich bin die beste Freundin Astrid. Und hier kommt mein Hund Leila. Und das ist mein englisches Cottage-Haus. Kommt einfach mal mit rein. Kommt mal rein in meine gute Stube. Das Haus habe ich damals zusammen mit meinem verstorbenen Mann gebaut und wir haben eigentlich alles selber gemacht. Wir haben hier die Holzbalkendecke wie in einem Fachwerkhaus. Das Holz kommt aus dem Schwarzwald und Du hast die alle von Hand geschliffen, Nicole. Ich bewundere dich heute noch dafür, neben Job und Kind. Ich habe jeden einzelnen Balken, kenne ich persönlich. Die Holzbalken sind neue Balken damals gewesen. Die sind zwar in der Trockenkammer angetrocknet, aber bei der Größe trocknen sie natürlich nicht durch. Und mit den Jahren entstehen dann die Risse, was auch richtig knallt, wenn man dann abends sitzt, also zumindest in den ersten Jahren. Und ja, Astrid, was haben wir mit den Rissen schon für Erfahrung gemacht, ne? Das stimmt. Spinnenweben, Spinnen. Und Nicole hat ein bisschen Angst vor Spinnen. Ja, da können sich dann leider immer die dicken Spinneböcke drin verstecken. Hier ist unser Ofen. Ursprünglich war hier ein offener Kamin drin verbaut. Der hat immer ganz viel Gemütlichkeitsfaktor gehabt. Aber sobald wir auf dem Sofa gesessen haben, haben wir von der Wärme nichts mehr mitbekommen. Also hatten mein Mann und ich dann in einem Weihnachtsprojekt zwischen Weihnachten und Neujahr den alten Kamin rausgerissen und den Ofen eingebaut. In den Wintermonaten sitzen wir natürlich drin. Astrid hat dann das rechte Sofa, muss sie sich meistens mit Leila teilen. Genau. Nicole sitzt dort. Ja, dann bringe ich euch einfach mal mit ins Wohnzimmer. Hier haben wir auch sehr darauf geachtet, dass es bestimmte Möbel sind. Also das sind alles Einzelstücke, die in langjähriger Suche zusammengesucht wurden. Die Liebe zu Altem ist nicht nur bei uns so, sondern auch unsere Tochter hat hier auf dem Bild, das ist ihr altes kleines Cottagehäuschen in Südengland. Sie liebt das genauso wie wir auch. Ja, dann setzen wir uns einfach mal hier aufs Sofa. So sitzen Astrid und ich dann abends im Winter schön gemütlich und trinken unser Weinchen. Ganz genau. Ja, durch die Holzbalkendecke hat man natürlich auch noch mal ein zusätzlich gesundes Raumklima. Also es ist ein Feuchtigkeitsaustausch gegeben. Ist die Luft zu feucht, dann ziehen die Balken die Feuchtigkeit ein bisschen aus der Luft. Ist es zu trocken, dann geben die Balken auch wieder ein bisschen Feuchtigkeit ab. Und so ergänzen sich die Balken und der Kalkzementputz ganz toll, weil der Kalkzementputz den gleichen Effekt hat. Ja, das ist so das Wohnzimmer. Hier kommt ihr dann mit in die Küche. Das ist mein Kochbereich. Ich koche eigentlich sehr gerne. Und gut? Als die Familie noch groß war und alle noch hier wohnten, also auch die Kinder, war das immer sehr schön. Sonntags habe ich immer etwas aufwendiger gekocht. Da saß die Familie und hat Fernsehen geguckt und ich war trotzdem nicht irgendwo in der Küche alleine abgeschlossen, sondern war mit der Familie auch zusammen. Die Küche haben wir selber gemauert. Das war auch eine Weihnachtsaktion. Also wir haben immer so Weihnachtsaktionen gehabt. Ja. Weil durch den Baubetrieb ist mein Mann das ganze Jahr über sehr beschäftigt gewesen. Und wir haben dann immer Weihnachten, Neujahr Projekte gehabt. Das hast du, ne?
Das war ich, genau. Die Fliesen habe ich dann selber raufgemacht, raufgeklebt und auch selber verfugt. Die Steine kommen aus einer alten Tabakfabrik aus dem Ruhrgebiet. Da wurden die damals abgebaut. Da haben wir eine Riesenposition fürs gesamte Haus gekriegt. Und bei alten Steinen weiß man immer nicht, wie viel ist dabei Bruch, wie viel ist gut zu verwenden. Und deswegen hatten wir da noch einige Paletten über. Ja, das alte Stallfenster, das haben wir aus dem Container, aus dem Müllcontainer bei einem Abriss, haben wir schön eingearbeitet, alles abgerundet. In meinem Haus gibt es keine geraden Ecken und Kanten. Hier ist alles abgerundet. Das Küchenwaschbecken, das ist aus den 50er Jahren. Das haben wir aus einem Rückbau. Wir haben es dann so ein bisschen sauber geschrubbt, nicht nur ein bisschen, und auch noch mal ein bisschen versiegelt. Und das tut immer seinen guten Dienst. Ist halt auch ein bisschen Upcycling, wie ganz viel in diesem Haus. Das stimmt. Ja, hier habe ich es so ein bisschen mädchenhaft eingerichtet. Leila hat ein rosa Bettchen, passend zu meiner rosa Bettwäsche. Ja, ansonsten ist es ein gemütliches Schlafzimmer, würde ich sagen. Also ich fühle mich jedenfalls hier ganz wohl. Ja, dann können wir einfach mal nach oben gehen. Auch hier sieht man, ist alles schön verputzt, schön abgerundet. Der Handlauf ist gemauert und dann mit Kalkzementputz verputzt. Und er schlängelt sich einmal um den Schornstein herum. Und wenn hier irgendjemand ein bisschen Dreckspur macht, die Hund oder einer der Gäste, dann kommt Nicole ganz schnell mit einem weißen Pinsel, zack, zack, und dann ist das wieder hübsch. Ja, das ist der Vorteil, wenn die Wände nur gekalkt sind und nicht irgendwie mit Tapete sind. So, hier oben ist unsere Galerie. Hier ist meine kleine Leseecke ursprünglich. Mittlerweile lese ich nicht mehr so viel, sondern höre viel Podcasts. Aber das kann man hier auch sehr gemütlich in dem Ohrensessel machen. Den haben wir aus einem Geschäft in der Nähe von Hamburg gekauft, die sich darauf spezialisiert haben, englische Möbel zu vertreiben. Hier von der Galerie aus geht man dann in alle anderen Zimmer eigentlich. Also so viel haben wir hier oben nicht. Hier ist mein Büro. Hier sitze ich dann immer brav am Schreibtisch und habe gleich einen wunderschönen Blick raus in den Garten, beziehungsweise auch auf den benachbarten Teich. Mit den Fröschen. Ja, da ist öfters ziemlich viel Froschkonzert, also die Fenster kann man nicht immer offen haben. So, dann dürft ihr gleich wieder rausgehen und einen Schwenker in die andere Richtung machen. Hier ist das Badezimmer. Dadurch, dass wir unten eine recht große Wohnfläche haben, habe ich die Wohnfläche halt oben auch. Und das Bad ist ein bisschen größer geraten, als ich es eigentlich benötige. Die Wand haben wir ein altes indisches Hochzeitsfenster eingebaut. Das haben wir durch Zufall gefunden, glücklicherweise vor der Bauphase. Ja, und hier ist einfach das Gästezimmer. Von hier aus geht es auch auf eine Holzleiter, die wir aus einer alten Scheune haben, auf dem Dachboden. Da ist dann einfach so zum Hochkippen. Aber da lasse ich euch jetzt nicht rauf. Das ist ein bisschen durcheinander da oben. Da darf selbst ich nicht hin. Nee, du mit deinem Perfektionismus darfst da niemals rauf.
Nachdem wir uns hier einen kleinen Kaffee gezogen haben, Dankeschön. kann man entweder in der Küche rumstehen und schnacken oder ich zeige euch jetzt einfach mal meinen Essbereich. Weil es dauert meistens länger, der Schnack. Ne? Ja, das stimmt. Das ist das alte Buffet von meiner Oma, sind viele Erinnerungen dran. Und als meine Oma dann damals ins Heim gegangen ist, habe ich gesagt, nein, der wird auf gar keinen Fall entsorgt, der kommt zu mir. Oben stehen Leylas Pokale. Ja, für Schönheit. Dann können wir jetzt mal raus in den Garten gehen. Mein Mann kommt ursprünglich aus Südengland und da hat er halt viel mit Backsteinen und auch mit Natursteinen gearbeitet. Und als er dann hierher kam und wir ein Haus bauen wollten, hat er gesagt, also wir möchten gern so einen Mix haben aus deutschem Backsteinhaus und englischem Cottage. Und wir wollten es halt authentisch alt haben. Deswegen haben wir alte Materialien verwendet, wie jetzt die alten Backsteine oder auch auf dem Dach die alten Dachziegel. Und wollten auch die Nachhaltigkeit noch so ein bisschen mit herausarbeiten. Hier haben meine Mitarbeiter mir dieses Jahr eine tolle Bank noch gebaut. Weil ich so ein bisschen empfindlich gegen Sonne bin, habe ich hier tagsüber auch schön Schatten. Ich bin hier als Kind Schlittschuh gelaufen. Damals wurde die Wiese zum Winter hin gemäht, überflutet und dann war sie freigegeben für uns Kinder und wir konnten hier Schlittschuh laufen im Winter. Das war ganz toll. Hier seht ihr in dem Kapitänsgiebel auch noch mal ganz toll Natursteine. Das sind alte Kopfsteinpflaster, die hier bei uns in Celle in der Jägerstraße verbaut waren. Und als sie die Straße damals renoviert haben, da haben sie unter der Teerdecke die Kopfsteinpflaster gefunden. Und wir haben uns da gleich so ein LKW von abgezweigt. Es ist immer schön, hierher zu kommen als Gast. Es ist gemütlich und schön. Es hat ein gesundes Klima, wie ich von Nicole weiß. Und das ist schon das schöne Entree. Und dann betrete ich das Wohnzimmer mit diesen tollen Eichenbalken. Und das ist einfach schön. So, das war die Roomtour durch mein englisches Cottage-Haus. Wenn ihr noch mehr spannende Häuser oder Wohnungen sehen möchtet, dann abonniert den Kanal oder schaut mal hier. Tschüss und macht's gut!